Herzlich willkommen zu Autospielen und einer neuen Folge von Zeig den Hobel. Heute mit René. Hi René. Hallo. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Was hast du uns mitgebracht? Ja, ein Mazda MX-5 NB, 1.8er Maschine. Das Also heißt, der große, 140 PS. genau, Okay. genau. Das ist so ja, quasi der größte, außer dem Facelift, der dann Ja. noch ein paar PS mehr hat und ein Sechsganggetriebe. Ja, im Großen und Ganzen ein Projekt, wo ich mir gedacht habe, dass ich mal versuche, das so ein bisschen günstig wie möglich zu halten. Ganz so günstig geht es natürlich nie auf dem Ring, Nee. aber Auch richtig günstig sind Autos nie. Nee. ebenso. Und da habe ich mir gedacht, den MX-5, weil der halt eben schon viel mitbringt, was so ein Sportwagen, in Anführungszeichen Sportwagen, Ja, ja. mal mitbringen sollte. Ja, Heißt so ein gesperrtes Differential, Doppelquerlenker vorne, hinten, sowas alles. Heckantrieb, Heckantrieb, Handschaltung, genau. Möglichst direkte Lenkung, wenig Ja, Gewicht. wenig Gewicht. Gewichtsverteilung von 50-50, also Okay. optimal eigentlich. Was wiegt der ungefähr? Der wiegt so ungefähr 1050 Kilo. Okay, alles klar. Ne? Und ja, das eigentlich dazu, zu dem, warum ich mich für dieses Ja. Auto entschieden habe, auch wenn er jetzt nicht die meiste Leistung hat. Ne? Ja, aber es ist ja also auf jeden Fall ein sehr gutes Auto zum Anfangen und zum Fahren lernen, Absolut. ne? Heißt es ja immer. Absolut. Sprechen wir gleich noch ein bisschen Ja, drüber. klar. Dann lass uns doch einmal rumgehen und du sagst mir mal ein bisschen, was du von außen verändert hast. Okay, ja, im Grunde genommen von außen erstmal vorne die Lippe, die habe ich da drunter gemacht, die hat schon ein paar Kampfspuren miterlebt. Ja, genau, das sieht man. Ja. Ja, die ist schon ein bisschen lediert, sage ich mal. Auch von dem Fahrwerk, was vorher drin war, das war definitiv zu tief für den Ring. Okay. Und da ist die ein oder andere, ja, da bin ich ab und zu mal im Karussell und Ja. sowas ein bisschen mit angetitscht. Naja, er trägt die Kampfspuren mit Stolz. Auf jeden Fall, Ne? auf jeden Fall. Ich meine generell, das Auto ist jetzt optisch, sage ich mal, lege ich da nicht so viel Wert drauf. Auch mit dem Rost und so, da muss ich noch ein bisschen was machen. Aber Rost wird ist- gleich auch nochmal bestimmt das Ja. Thema sein, ne? Genau. Ja, Ähm, ansonsten die Felgen Ja. sind Centra-Felgen in 7x15 ET25. Okay. Ja, Reifen habe ich den NS2R drauf. Bremsen fahre ich hinten komplett Brembo, vorne eine Brembo-Scheibe mit Hawk-Belägen. Okay. Hawk HP Plus habe ich drauf. Okay. Ja, da ist mir Anfang der Saison auch eine Scheibe schon gerissen. Okay. Da bin ich 5 Runden gefahren und dann war die Scheibe durch. Okay. Ja, dementsprechend habe ich jetzt halt eben ein bisschen was an der Bremskühlung noch gemacht. Ja, vorne und ein so bisschen weiter. Bremsbelüftung Genau, gemacht, ne? genau. Funktioniert jetzt besser oder Bis jetzt ohne Probleme. Ja. Bis jetzt ohne Probleme, ja. wenig Fading, wenig... Super. Ich habe auch eine Stahlflexbremsleitung verbaut. Okay. Dadurch bleibt der Druck halt eben immer Ja. da. Ne? Okay, alles klar. Das schon. So, jetzt hast du hinten gesagt, komplett, also vorne, sag nochmal. Also vorne habe ich eine Brembo-Scheibe drauf Ja. mit Hawk-Belägen Ja, und hinten fahre ich komplett Brembo halt eben. Eine ganz normale Brembo-Scheibe mit Brembo-Belägen, Brembo-Belägen. okay, Genau. alles klar. Und Sättel vorne, hinten Serie, Serie. alles klar. Ja. Fahrwerk, Ist ein Tyne drin. Okay. Ein Tyne, 16-fach verstellbar. ja, Ganz gut soweit, eigentlich bin ich zufrieden. Der ist jetzt auch teilweise in PU-Buchsen gelagert, okay. das Fahrzeug. Also hinten komplett, hinten komplett, vorne fehlt noch ein bisschen. Und ja, bin eigentlich super zufrieden Alles klar. mit dem Fahrwerk soweit. 16-fach verstellbar, Zug- und Druckstufe gemeinsam. Gemeinsam. Ja, ansonsten hinten habe ich das Ducktail noch drauf gemacht. Ja, Ja, Form voller Banken, ne? genau, draufgeschraubt und ja, reicht eigentlich. Ja, so ich sehe eine Takata Abschlepp Genau. Schlaufe, ganz Genau. japanisch. Genau, Ne? Das Nürburgring N. genau. Und das ist Das japanische Zeichen für Fahranfänger. Fahranfänger, ganz Genau. genau. Und hat sich hier, ist jetzt so richtig JDM hier, ne? In Ja, Europa mehr oder und überall. weniger, Also ne? zumindest, ja, aber das ist so Ja, immer ja. irgendwie ein Erkennungszeichen. Genau. Ja, genau, für Fahranfänger. Wunderbar. Ja, Auspuffanlage ist komplett selber gemacht. Da Ja. ist ein 200 Zellen Metallcut drin. Alle Schalldämpfer, die drin sind, sind dann so High-Flow-Schalldämpfer. Die sind dann, ja, haben einen höheren Durchsatz, Höheren sage ich Durchsatz, mal. genau. Ne? Ja, ansonsten ist der Motor komplett original. Da ist jetzt Ja. nur was für die Frischluft gemacht worden, damit er ein bisschen kältere Luft zieht und so weiter und so fort. Und halt eben die Auspuffanlage. Ansonsten Okay. ist der original soweit. Ne? Motor ist das Stichwort. Mhm. Mach doch mal den Deckel vorne auf. Ja, klar. Hardtop fährst du übrigens, ne? Hardtop fahre ich, jawohl. Ja gut, diverse Fahrzeugverstrebungen sind natürlich auch drin. Ne? Ja. Klar. Ja, Domstrebe sieht man direkt. Genau. Domstrebe. Ansonsten
weil der MX-5 gerne mal Probleme hat mit der Zündanlage. Ein paar hochwertige Zündkabel drin, Okay. hochwertige Zündkerzen und so weiter. Aber ansonsten, wie gesagt, eigentlich soweit original alles. Ne? klar. Außer Ansaugen hattest du gesagt. Genau, da ne? habe ich hier so ein für etwas kühlere Luft, damit er Ja. das halt immer, normalerweise zieht das halt eben direkt hier aus dem Innenraum. Hier ist nirgendwo eine Öffnung, wo er das, sage Ja. ich mal, raus so kühlere Luft herbekommen Ja, könnte. Und da habe ich da halt eben dafür gesorgt, dass ein bisschen was dahin kommt. Ne? Okay. 140 PS. Genau. Wie viel hat er runter? 200.000 jetzt, 200.000. 203.000, ja. Seit wann hast du den? Ich fahre den jetzt seit 3 Jahren und habe ihn mit 113.000 gekauft. Okay. Und seitdem Probleme irgendwie oder? Gar keine Probleme. Gar keine? Null. Oh, Null. das ist schon cool. Und kriegt viel ins Gesicht wahrscheinlich, ne? Der kriegt quasi nur auf die Fresse. Ja. Erstmal bin ich den auch so noch ein bisschen im Alltag gefahren, deswegen habe ich auch noch Radio und sowas alles Okay. drin. Und das bleibt auch erstmal drin, weil ich den auch ab Ja. und zu noch mal am Wochenende so ein bisschen auf Ja. die Landstraße so. Aber jetzt mit den Sitzen und mit den Gurten und sowas alles und das ist alles nicht mehr alltagstauglich. Ja. Deshalb wird er jetzt halt eben nur noch wirklich geprügelt, sag ich mal. Ne? Der wird Cool, jetzt wirklich cool. nur geprügelt, ja. Ja, cool. Schön. Dann können wir den Deckel nochmal zumachen Ja, klar. und dann gucken wir nochmal in den Innenraum. Top. Ich sehe schon Fahrerhandschuhe, also Nürburgring ist angesagt. bei Genau, dir. genau. Das sagtest du ja bereits. Ja. Also von innen, ich habe Sparco Sprintsitze drin. Ja. Ich habe auf der Seite hier OMP Gurte in 3 Zoll, auf der Mhm. Fahrerseite TSR in 2 Zoll. Mhm. Ich habe hier die 3 Zoll gewählt, weil die einfach ein bisschen was für mich bequemer sind. Ja. Weil die nicht, ja, die Nicht schneiden so, nicht so ein, einschneiden, ne? ne? Ganz genau. Genau. Ja, Lenkrad habe ich Kleines ein Momo. Reitlenkrad drin. Ach Da ist so, jetzt nur ein Momo-Knopf. Okay, Genau. ja. Und das Ganze mit einer HKB Airbag Rückrüstkit. Mhm, okay. Ja, ansonsten noch ein Carbon-Schaltknauf, der etwas länger ist als der Originale. Ja, damit das ein bisschen fixer weniger, geht. Ja, genau, Ne? ein bisschen weniger Weg zwischen Schaltknopf und Lenkrad. Ist Genau. eine Schaltwegsverkürzung drin? Nein, oder? ist keine Nee, drin. okay, Das wäre auch, also ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass bei der Laufleistung die Synchronringe und so weiter das alles noch ein bisschen ja, gut wegstecken genau, würden. Ja, Ne? schonst du dein Getriebe ein bisschen an Genau. der Stelle. Dann Obwohl ruderst du ein bisschen mehr und dein Getriebe ist ein bisschen entspannter, ne? Genau. Ich meine, die Schaltwege sind schon relativ kurz bei Ja, dem Auto, ne? ja, ja. Das muss man wirklich sagen. Aber das ist der Fünfgang, ne? Es gab den noch Genau. Special Edition mit 6 Gang. Genau, ne? genau. Okay. Und eine Gurtstrebe. Genau, sehe die ich hier, ne? Gurtstrebe von Cybul ist drin. Die verbindet halt eben auch nochmal die beiden, in Anführungszeichen B-Säulen, wenn er so welche Ja, hat, ne? ja. Miteinander, macht das Ganze auch noch mal ein bisschen stabiler und halt eben der Bügel noch drin. Der Bügel ist Standard oder ist der auch Nee, der nachgerüstet? ist auch nachträglich Auch reingekommen. welche Firma ist das? ATH nennt sich die Firma. ATH. Ja. Ja, cool. Ich bin gespannt, wie das wird. Ich bin schon mal NB gefahren. Ja. Wer unsere Videos ganz aufmerksam guckt, der hat in dem ersten Video von uns einmal einen NB gesehen von einem Freund. Hallo Dennis. Den sind wir damals gefahren. Ja, deswegen bin ich sehr gespannt, wie der hier fährt. Einen direkten Vergleich werde ich wahrscheinlich nicht ziehen können, weil das schon sehr lange her ist. Aber können wir mal gucken. Vielleicht erinnere ich mich ja noch an das eine oder andere. Ja, cool. Dann lass mal einsteigen. Ja, würde ich auch sagen. Tief ist er. Ja, er war mal tiefer. So, René, wir sind Wunderbar. angekommen in deinem Rough and Ready Mazda MX-5. So sieht's aus. Wunderbar. Ja, viel ist nicht, ne? Nicht viel Knöpfe, du hast den Monitor Ja, noch im genau. Radio nachgerüstet. Aber Genau. sonst sehr übersichtlich. Genau. Ne? Nichts, kein Schnickschnack, Nee. Klimaanlage und sowas alles ist Nur das, fehl was am man Platz. wirklich Ne? braucht. Ne? 3 Genau. Pedale, Lenkrad, Schalthebel und Jawohl. gegebenenfalls eine Handbremse. Falls. So, ich gebe dir mal deine Handschuhe. Jawohl, nicht, dass die gleich Sonst durch die fliegen Gegend die fliegen. gleich Ja. durch die Gegend. Ah, so. So, an ist er So sieht's aus. und er hört sich sportlich an. Ja, das sagt man so. Ne? Das sagt man so, ja. Aber das ist ja auch durchaus gewünscht, ne? So sieht's aus. Ja. Die sagen, sich das alles in einem Rahmen bewegt, wo sich niemand anders unheimlich gestört davon fühlt. Das ist halt alles okay. unter Kontrolle, ne? Genau.
So, ich habe hier mal das Mikrofon zwischen den Beinen. Ich hoffe, das funktioniert. Aber ich bin da guter Dinge. Ne? Jawohl. Perfekt. Fehlgeschlagen, neu versuchen? Ja, das ist meine Bluetooth-Verbindung. Ah, okay. So, Reit-HP-Lenkrad hast Genau, du, ne? genau. Nicht Momo. Nein, Momo ist lediglich der Hupenknopf, weil Ja. von Reit mir leider kaputt gegangen ist. Es wird ja viel geschimpft, ne, gegen NB, muss ich sagen, irgendwie. Oder Ja. kommt mir immer so vor. Ja. Der wäre nicht so pur wie NA oder irgendwie verweichlicht. Ja, ist Tatsache. Aber findest du auch? Nee, also man muss dazu sagen, also ich finde den NA, sage ich mal, finde ich auch schöner, weil es halt einfach der klassischere Ja, ja. Roadster ist. Nur man muss halt eben die Leute, ob die sich das jetzt nicht neidlos zugestehen oder nicht, der NB ist halt einfach das bessere Auto. Okay. So, ist halt einfach so. Da ist Basiert der denn auch auf dem ja, NA? auf jeden Fall. Ja? Absolut, ja. Okay. Auch alle Achsteile und sowas, alles, die passen alle wunderbar. Ach, das kannst du alles Das Plug kann and man, Play? genau, kann man alles miteinander okay. tauschen. Deswegen Okay. ist es auch gar nicht so schlimm, wenn mal ein Querlenker oder sowas kaputt geht, weil es gibt genug. Okay. Das Einzige, was es halt eben nicht gibt, und das war bei mir das Problem, als ich die Buchsen eingebaut habe, mir ist der untere Querlenker kaputt gegangen. Okay. Und den gibt es halt eben, wenn man den irgendwo kaufen möchte oder neu haben möchte, gibt es den halt eben nur bei Mazda direkt. Ah. Den gibt es also nicht aus dem Zubehör oder sonst was. Krass, okay. Weder Male oder sonst irgendwas. Nicht Male hier. Meile? Meile, genau, Ja. diese ganzen Zubehör. Gibt's nicht, nur von Gibt's Mazda. nicht, genau, Okay, gibt's nur und, direkt von Mazda. Die nehmen es wahrscheinlich vom Lebendigen dann. Genau, da kostet ein Querlenker knapp 200 Euro. Ne? Okay, aber sonst sind die Preise in Ordnung. Sonst sind die Preise in Ordnung. Okay. Absolut. Preise ist schon das Stichwort, solange wir noch so lang eiern, können wir mal ein bisschen über Preise generell sprechen. Ja. Stimmt es, dass der NA mittlerweile teurer ist als ein NB? Ja. Okay. Wenn man einen vernünftigen findet, sage ich mal, der auch Rost, wo das sich alles in Grenzen hält oder wenn Ja. der schon mal Rost gemacht worden ist, was bei den meisten der Fall ist, weil die rosten halt alle weg, Okay. dann sind die teurer als ein NB. Okay. Ja. Aber Rost ist auch beim NB ein Problem. Ein großes ne? Thema sogar. Der hier ist auch schon zweimal gemacht worden und Okay. ist, wie man jetzt dann Ein bisschen sieht, hat er noch was, ne? ja, muss man wieder ein bisschen Rost nach- oder Vorsorge machen. Ja. Ich werde ihn aber diesmal dann nicht erneut lackieren, weil ich habe den schon mal lackieren lassen da an Okay. den Stellen und alles, also hinten die kompletten Seitenteile. Werde ich nicht machen, ich werde dann eine Vorfolierung drauf Ja, machen, okay. weil ich mit dem Gedanken dahin, dass es nochmal durchkommen könnte, Ja. die Ja, Folie gut. einfach runterreiße, Ja. das wieder neu mache und Ja. da sind auch schon Einschweißbleche reingekommen und so Okay. weiter und so fort. Ne, deshalb. Die haben vor allen Dingen vorne im Motorraum am Längsträger. Genau, da ist Ne? meiner zum Glück noch gesund. Ja, weil da irgendwie so zwei Bleche aufeinandertreffen, Genau. wo sich ein Hohlraum oder wo ein Hohlraum zwischen ist, dann bleibt die Feuchtigkeit dazwischen Genau. und dann gammeln die da weg. Ne? Ja. Und deiner hat es auch gehabt. Nee, Deiner nicht? meiner ist da zum Glück noch gesund. Ja, okay. Ne? Ja, das ist Also schon mal vorne die viel wert. Längsträger, unten drunter die Längsträger ist ja alles noch in Ordnung. Auch sämtliche Achsteile und so. Okay. Das ist alles noch wunderbar. Okay. Und der hier hat 5 Gänge. Genau, Es gab ja diese eine 10th Anniversary Edition, Genau, die hatte genau. 6 Gänge. genau. Und wo wir jetzt gerade schon bei Special Edition sind, es gab den tatsächlich in Japan oder Asien und den USA als Turbo von Mazda Speed eine gewisse Genau, Zeit lang. Ne? genau. Ja. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, war das in den USA oder in Australien, wo es den als Turbo gab, das weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall nicht hier in Deutschland. Ja, Schade. Schade, ja. Schade. Ja gut, ich meine, es gibt genug Umbauten, die Genau, im Umlauf sind. Also da Bauen sie alle auf ja, Turbo und auf Kompressor um, ne? Genau. Wenn du dir einen Umbau oder überlegst du sowas nochmal? Oder? Nee, für den hier nicht mehr. Nee? Für den hier nicht mehr. Okay. Wenn du was nehmen würdest, was würdest du nehmen? Turbo oder Kompressor? Das würde dann darauf ankommen, was für eine Basis ich hätte. Ne? Ja, okay. Also wenn ich jetzt einen relativ in Anführungszeichen jungfräulichen Motor oder sowas in die Richtung hätte, Ja. würde ich den Turbo nehmen. Okay. Ansonsten eher auf den Kompressor umsteigen, weil der halt eben, ja, der ist ein bisschen was günstiger auch, Ja. ne, vom Umbau her. Ja. Und ja. Aber es fühlt sich jetzt schon so schön handlich an. Tut mir leid, ich bin ins Wort Ja, gefallen. kein Aber es Problem. fühlt sich jetzt schon so handlich an. Ja, das Es ist macht das Auto halt aus, ne? Ja, Super es ist direkt. echt super wenig Auto um einen Ja. rum und so. Und
Du hast das Gefühl, du kannst, wenn du aus dem Fenster greifst, mehr oder weniger auf die Straße fassen. Ja, richtig. Und das gibt dir halt ein super verbundenes Gefühl mit dem Auto, ne? Absolut. Temperatur haben wir? Ja, Temperatur haben wir. Alles gut. Ah, das ist so schön, ey, auch auf der Landstraße schon. Ja. Super, macht jetzt schon mega viel Spaß. Es ist nicht, wir fahren nicht, weiß Gott wie schnell, aber es Ja. fühlt sich einfach so direkt an, ne? Ja, genau. Pur. Sehr cool, ey. Ja. Ja, wie gesagt, das macht den MX-5 halt eben aus. Er ist halt Ja. kein Leistungswunder, ne? Nee, muss er ja auch nicht sein. Nee, ne? absolut nicht. Also du nimmst den Schwung mit hier, Genau. du hast dadurch, dass das Auto sehr überschaubare Abmessung hat von Ja. außen, hast du viel Linienwahl auch auf der Landstraße. Genau. Ne? Und es ist von außen klein und es ist auch von innen hier wirklich klein. Ja, Ne? absolut. Also, aber finde ich irgendwie gut, passt zu dem ganzen Charme des Autos. Ja. Das macht's aus. Und es fühlt sich alles schneller an, als es ist. Ja, Ne? Tatsache, weil es auch laut ist und Ja, alles ein bisschen ruppig, sage ich mal. Ne? Das stimmt schon. den Schaltknopf mag ich ganz gerne, finde ich ganz cool. Ja. Dass das auch wenig Weg ist und so. Du Genau. hast natürlich einen längeren Schaltweg so, Ja, ne? klar. Aber trotzdem finde ich gut. Ja. Die Pedale liegen auch gut, man kann auch Zwischengas geben, ne? Mhm. Geht auch super. Ja. Hydraulische Servolenkung, ne? Genau. Ja, schön. Genau. Schön, 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 schön. Zum Glück auch nicht allzu weich, ne? Es Nee. ist relativ straff. Genau, du musst schon ein bisschen zu lang. Genau, und kommt auch viel an, sag Ja. ich mal. Ne? Und es ist auch direkt, ne? Ja. Du lenkst wenig. Ja. Gut, das kleine Lenkrad, dadurch fühlt es sich nochmal nach weniger Ja. an, so, ne? Aber es, Aber wir haben fühlt sich generell nur 1,25 Umdrehungen bis vollen Okay. Einschlag. Ja. Das ist also ja, es ist wirklich sehr direkt. ziemlich direktes Lenkgetriebe, Ja. so, ne? Absolut. Und ey, das macht jetzt schon richtig Das Spaß, macht auch ey. Spaß, ja. Ja, und du musst ihn auf jeden Fall drehen, ne? Ja, Also der Motor absolut. ist Absolut. kein Leistungswunder jetzt, Nein. 1,8 Liter Sauger, das kann man halt auch nicht erwarten. Nee. Aber gerade in so Zeiten, wo die Hersteller alle mit Zahlen um sich schmeißen, ist es doch Ja. mal sehr erfrischend, ne? Absolut. Auch sowas zu haben, wo man Schwung mitnimmt und den man Genau. ausdrehen muss und so. Das ist doch, Wo man, um schnell zu sein, auch ein bisschen was können muss. Ne? ja, ja, eben. Das Gut, ist, ne? Ja. Musst du arbeiten. Ja. Aber wie gesagt, die Musik fängt halt erst so ab 4,5 an. Ne? Davor Ja. ist halt eben kaum was. Ja, ja, gut. Also wie gesagt, kein Leistungsmonster, aber ja, voll Es macht gut. Spaß, ja. Ja. Absolut. Und man fühlt sich super zu Hause direkt, ne? Ja, Also du hast null Eingewöhnungsphase gefühlt. genau. Alles funktioniert genauso, wie man sich das vorstellt. Und es hört sich echt kernig an, so, ne? Ja, ist schon brutal, ja. Was war das für eine Abgasanlage nochmal? Ja, die ist selbst gebaut. Ah, selbst ist, gebaut. ja, genau. Da ist nur ein 200 Zellen Metallcut drin. Okay. Und der Rest ist sämtliche Schalldämpfer, die da drin sind, so High-Flow-Schalldämpfer. Okay, ach ja, genau, das hast du gesagt. Genau, dann Aber auch Fächer, also Krümmer auch original? ist auch original. Ja. Genau. Ach, guck mal, das fühlt sich so direkt an. Direkt, Fahrwerkslager, genau. Ja, genau. Die sind teilweise in PU gelagert, halt eben vorne fehlt noch ein bisschen was. Hinten Ja. ist komplett in PU. Ja. Und ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden damit mit dem Fahrwerk jetzt so, wie es jetzt ist. Eventuell will ich noch mal ein paar andere Reifen ausprobieren. Ja. Also von den NS2R dann eventuell mal die HR1 oder Ja, R888 probieren. Ja. Ob da vielleicht dann noch was geht. Was die Kurvengeschwindigkeiten angeht. Ah, das macht schon Spaß, ey. Ja. Das macht Spaß, ohne verboten schnell zu sein. Und das ist richtig, unter Umständen richtig viel wert, ne? Ja. Wenn ein Auto auch so kommunikativ in verhältnismäßig humanem Tempo ist, Genau. das ist echt viel wert, ey. Und dann holt es halt auch mal am Sonntag raus, ne? Ja, Und gehst genau. ein bisschen auch auf der Landstraße Genau. eiern, weil es Ja. dann einfach
Genau deswegen möglich bleibt ist. halt eben auch Radio und sowas alles drin, ne? Ja. Weil man doch ein bisschen irgendwo dann auch noch die mediale Unterhaltung möchte, obwohl man ein wirklich schönes Klangbild in dem Auto hat. Ja, mega. Also sehr präsent, aber es ist jetzt nicht, ja gut, also auf lange Strecken ein bisschen dröhnig vielleicht so, Ja, klar. aber dafür ist es ja auch wirklich nicht gebaut, ne? Genau. Sondern du holst das ja wirklich aus der Garage, wenn du ein bisschen Spaß haben möchtest. Genau. Ne? Was muss ich anlegen, wenn ich heute einen vernünftigen NB haben möchte? Ja, Also es gibt ja 110 PS, 1,6 Liter, Genau. 140 PS, der hier, Genau. 1,8 Liter. Aber was würdest du schätzen? also so um die 3000, da kriegt man schon einen vernünftigen. Ehrlich jetzt? Ja, Tatsache. Also es ist wirklich nicht die Welt, die man da ausgeben muss, um, sage ich mal, ein Auto zu haben, was einem schon auch im Serienzustand viel Spaß auf der Landstraße bietet. Ne? Oh, das ist aber echt gar nicht viel Geld. Die hätte ich gedacht, Überhaupt das ist nicht. schon toll. Ziehen die denn schon an preislich oder geht es noch eher nach unten? Weil 3000 ist echt Ja, viel, es ne? wird langsam ein bisschen mehr, aber immer noch nicht signifikant. Also es ist absolut bezahlbarer Okay, Spaß. Alles, was du brauchst, ne? Du Alles, hast was man braucht. Handschaltung, du hast Heckantrieb, du Gesperrtes hast Differential. genau, Lamellensperre. Nee, das ist ein Torsen-Differential. Okay. Hat aber nur der 1.8er. Achso, Ne? der Der 1.6er 1.6er hat es nicht. Genau. Okay. Und die Lenkung ist echt direkt. Du brauchst wenig Bewegung, wenig Lenkeinschlag. Das ist echt cool. Ich stoße jetzt zwar mit meinem Ellbogen beim Runterschalten immer an das Ding hier. Das geht noch. Also gut, okay, das ist vielleicht auch hier ein bisschen der Sitzposition geschuldet, aber mit einem noch niedrigeren Schaltknopf wird das wahrscheinlich echt ein bisschen schwierig. So. Aber Richtig. gibt es so bestimmte Schwachstellen, die auf jeden Fall beachtenswert sind, wenn ich mir einen MX-5 anschaffe, einen NB oder Ja, Ölverbrauch. Ölverbrauch? Genau, Ölverbrauch. Die verbrauchen gerne mal Öl. Okay, 1,6er wie 1,8er? Ja. Okay. Ansonsten Rost. Gerade Ja. schon mal angesprochen, großes Thema bei den Autos. Ja, Ansonsten machen die eigentlich keine Kopfschmerzen. okay. Ne? Also die Motoren sind so an sich richtig haltbar. Voll geil. Und ja, Sehr cool. Getriebe machen eigentlich keine Probleme, Differentiale machen keine Probleme. Ja, cool. Schön, ey. Mein Gott, dass es solche Autos noch gibt, zu so einem schmalen Kurs, Ja. ne? Und dann wirklich tatsächlich Autos, die wirklich Spaß machen. Ne? Ja, mega. Und wir fahren echt 100 und es Ja. macht mega Spaß. Ja. Und es fühlt sich super direkt an und es fühlt sich immer so an, als wenn du schneller fährst, Ja. als du tatsächlich fährst. Ne? Als du es tatsächlich tust, so, das wollte ich sagen. Weil mit vielen Autos, wenn man hier 100 fährt, fühlt es sich so an, als wenn man hier wirklich schleicht. Ja, ja. Und das ist hier wirklich nicht so. Also, das macht richtig Spaß. Ja, Fahrwerk straff, aber Ja. funktioniert auch auf der Nordschleife. Funktioniert wunderbar. Genau, und du hast gesagt, du hast ihn vorne ein bisschen Härter gemacht. als härter hinten. gemacht. Genau. Genau. War er denn vorher, also ist er schnell mit dem Heck gekommen? So? Ja. Ja. Ja, durchaus. Und deswegen Und hast du ihn ich dann mein- ja, vorne ja. auch härter gemacht, dass Ja, er ein ja. bisschen mehr untersteuert. Genau. Also gerade wenn man jetzt zum Beispiel Schwegenkreuz oder sowas hochfährt, Ja. über die Kuppe drüber. Ich meine, die ist ja jetzt ein bisschen entschärft worden. Ja, aber, ja. Da ist er dann schon ab und zu mal hinten gekommen. Ja, Musste ja. mal ein bisschen was schneller am Lenkrad sein, Ja, dann ging okay, das. Aber ja. ähm, So hast du die eine oder andere Schweißperle weniger auf der Stirn. richtig. Ja. Okay, und die Balance einfach generell Genau. ein bisschen besser dann, ne? Genau. Balance ist alles, Alter. Und genau dafür fährt man so ein Auto, ne? Genau. Und genau das bietet halt eben Ja. dieses Auto auch. Ja. Ja gut, der Motor ist ein bisschen zäh so, Ja. ne? Aber er ist ein Sauger, ey. Und Ja. du drehst ihn aus und er ist schön sehnig und mein Gott. Ey, da kannst du doch gar nicht meckern. Langt erstmal. Ne? Und langsam ist das auch nicht. Nee. Und ach, allein dadurch, dass das Auto so wenig wiegt, Ja. fühlt es sich alles so viel besser an. Ne? Ja. Also, Ja, alles, was man in den Autos hier schnell macht, sind Kurven fahren. ja, aber das macht doch auch Spaß. Ja, klar. Auf der Gerade schnell fahren Ja, kann das jeder kann- nachher. Genau. Ah, geil, ey. Ja, der Mangel an Gewicht macht alles besser. Nichts ersetzt
Leichtbau. Genau. Nichts ersetzt Leichtbau. Das Auto fühlt sich trotz des überschaubaren Budgets, was du investiert hast, denke ich mal, Ja, klar. fühlt es sich super aktiv an. Du fühlst viel von der Straße. Es gibt gut Feedback. Du weißt, was das Auto macht. Du weißt dadurch halt auch, wie du das Auto zu behandeln hast. Und Genau. also für den Preis, also unschlagbar. Ja, genau, das war halt eben auch der Sinn hinter der Sache, weil Ja. ich halt eben mal gucken wollte, wie in Anführungszeichen günstig kann man sowas Ja. mal bauen, ne? Ja. Dass sowas auch wirklich funktioniert auf Ja. der Strecke. Und ich denke mal, das ist mir gelungen. Der von Dennis, von meinem Kollegen damals, der war ja noch komplett Serie. Mhm. Finde ich auch nicht schlecht, aber der fühlt sich hier doch nochmal purer an irgendwie. Ja. Mehr nach Fahrmaschine, ne? Ja, Irgendwie. ja. Und ich glaube, Und ich glaube halt einfach, ein MX-5 hat ganz viel Potenzial als Auto erstmal grundsätzlich. Ne? Ob es NA, NB ist, das sind Autos, da musst du ein bisschen was vielleicht hier und da dran machen, dann fährt das ganz anders und viel besser und macht dir noch viel mehr Freude als der im Serienzustand. Was bei so einem Auto halt eben auch unheimlich wichtig ist die Fahrwerkseinstellung. Ja. Ne? Also vom Vermessen her und so. Weil die vorher halt eben so, ja, ich sag mal, gutmütig eingestellt Ja. sind. Ne? Ja. Und wenn man da ein bisschen was rumfeilt und so und ein bisschen was Zeit auf dem Achsvermessstand verbringt, dann kann man da schon einiges rausholen. Ja, und das sind die Kleinigkeiten, die nachher unheimlich viel Wirkung Genau. haben. Ne? Genau. Also, cool, ey. Finde ich super. Schönes Auto. Ich habe den jetzt halt so eingestellt, dass er nicht mehr so schön geradeaus fährt. Aber gut um die Kurven und Genau. darum geht es auch. Genau. Ne? Cool, ey. Genau. Haben wir viel Spaß gemacht, ey. 140 PS, 140 Sauger PS können so viel Spaß machen, wenn das Auto drumherum passt. Ne? Richtig. So, René, in diesem Sinne bedanke Ja, ich mich, dass du nichts mein zu danken. Beifahrer warst und ich der Fahrer von diesem Gefährt sein durfte heute. Gar kein Problem. Ich hoffe, du hast auch Gerne. ein bisschen Spaß gehabt. Absolut. Perfekt. Und wenn euch das auch ein bisschen Spaß gemacht hat, wahrscheinlich nicht so viel wie mir, aber wenigstens ein bisschen, dann könnt ihr uns gerne schreiben, um auch euer Auto mit uns vorzustellen. Wie gesagt, ihr schreibt uns über Instagram oder über Facebook und mit ein bisschen Glück drehen wir sowas dann auch mit euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns in Zukunft noch bei Steady und wahrscheinlich auch bei Patreon unterstützen. Wir basteln immer noch. Vielleicht ist es schon online, wenn ihr das Video seht. Vielleicht noch nicht. Habt noch ein bisschen Geduld mit uns. Und wenn ihr das nicht wollt, dann ist es auch überhaupt kein Problem. Alles ist gut. René, Dankeschön fürs Dasein. Gerne. Gehst du jetzt noch ein bisschen auf der Strecke fahren? Wahrscheinlich, ja. Ein bisschen Touri-Verkehr. Ja, Wetter sieht ja so aus, als wenn es sich halten würde. Ja, das ist schon mal sehr gut, ne? So sieht's aus. Perfekt. Dann wünsche ich dir dabei ganz viel Spaß. Danke. Lass dich inzwischen heile. Ich gebe mir Mühe. Ne? Und, und halt uns auf dem Laufenden, wenn du noch was veränderst, was so passiert noch. Alles klar. Ja? Danke, René. Mach's Kein gut. Problem. Und euch sage ich auch Tschüss, bis zum nächsten Mal. Schick, cool. Ja. Gefällt mir gut. Danke für euren Steady Support. Schwieriges Wort. Steady Support. Vor allem, wenn man lispelt wie ich. Dankeschön an 2 Personen bis jetzt. Und zwar einmal an Thomas. Jetzt steht hier Thomas. Und Petra. Jetzt steht hier Petra. Eigentlich ist gedacht, dass wir euch auch ein bisschen promoten können und ihr euer Instagram-Namen, Facebook-Namen, YouTube, Dingsbums hier noch mit reinmachen könnt, wie ihr wollt. Aber wir wissen noch nicht von euch, ob ihr das überhaupt wollt. Deswegen machen wir das jetzt nicht direkt, sondern haben einfach erstmal eure Namen vorgelesen. Das wird aber noch viel professioneller. Tschüss.